Herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video schauen wir uns an, wie man in Firmulo einen eigenen KI-Assistenten erstellt und die allgemeinen Grundeinstellungen konfiguriert. Wir gehen Schritt für Schritt durch und ich erkläre dir jede Option im Detail. Ganz oben sehen wir die Einstellung Anrufrichtung. Hier können wir wählen, ob der Assistent eingehende Anrufe empfangen oder ausgehende Anrufe tätigen soll. Wenn wir eingehende Anrufe wählen, übernimmt der Assistent die Rolle einer klassischen Telefonannahme. Wenn wir ausgehende Anrufe wählen, dann ruft der Assistent aktiv Kunden an, zum Beispiel für Terminvereinbarungen oder Kampagnen. Im Feld Name vergeben wir einen eindeutigen Namen für den Assistenten. Das ist hilfreich, wenn mehrere Assistenten parallel laufen, damit wir sie besser auseinanderhalten können. Ein Beispiel wäre Lichtraum, so wissen wir sofort, wofür dieser Assistent zuständig ist. Als nächstes sehen wir das Feld Telefonnummer. Hier wählen wir die Nummer, die mit diesem Assistenten verbunden ist. Wichtig, es erscheinen nur Telefonnummern, die bereits im Konto hinterlegt sind. Falls wir noch keine Nummer sehen, müssen wir zuerst eine neue anlegen. Jetzt kommen wir zum Engine-Typ. Hier entscheiden wir, welche Technologie der Assistent für die Sprachverarbeitung nutzt. Pipeline, hier läuft die Verarbeitung in mehreren Schritten ab. Sprache wird zu Text, dann vom Sprachmodell verarbeitet und anschließend wieder in Sprache umgewandelt. Das gibt uns maximale Kontrolle über Stimme und Länge der Antworten. Sprache zu Sprache, dieser Modus überspringt den Textumweg und reagiert direkt in Sprache. Das ist deutlich schneller und sorgt für einen sehr natürlichen Gesprächsfluss. Für viele Anwendungsfälle ist dieser Modus die erste Wahl. Im Feld Hauptsprache legen wir fest, in welcher Sprache der Assistent mit den Anrufern spricht. Standardmäßig ist hier Deutsch eingestellt. Über den Button Add Secondary Languages können wir zusätzliche Sprachen hinzufügen, sodass der Assistent auch mehrsprachig arbeiten kann. Unter AI Voice bestimmen wir die Stimme unseres Assistenten. Im Beispiel sehen wir die Stimme Susi. Neben den Standardstimmen haben wir die Möglichkeit, eigene Stimmen zu klonen, zum Beispiel eine Markenstimme, die zu unserem Unternehmen passt. Damit wirkt der Assistent noch persönlicher und individueller. Die Einstellung Zeitzone legt fest, in welchem Zeitkontext der Assistent arbeitet. Standardmäßig ist hier Europe/Berlin hinterlegt. Das ist wichtig, wenn der Assistent Zeitangaben oder Termine verarbeitet. Besonderes Detail ist das Hintergrundgeräusch. Damit können wir dem Anruf ein dezentes Geräusch hinzufügen, zum Beispiel ein Büroambiente. Das macht den Assistenten natürlicher und weniger robotisch. Die Lautstärke des Hintergrundgeräuschs können wir außerdem individuell anpassen. Darunter finden wir die Option Füllaudios. Wenn wir sie aktivieren, nutzt der Assistent kleine Zwischenlaute oder Floskeln, ähnlich wie ein Mensch, der im Gespräch oder okay sagt. Das macht die Unterhaltung flüssiger und natürlicher. Im Abschnitt Erweiterte Einstellungen können wir das Verhalten des Assistenten weiter verfeinern. Beim LLM-Modell wählen wir das Sprachmodell, zum Beispiel GPT 4.1 Mini. Dieses Modell steuert, wie komplex und präzise die Antworten sind. Mit der LLM-Temperatur regeln wir, ob die Antworten eher stabil und vorhersehbar sein sollen, das passiert bei niedrigen Werten, oder kreativer und variabler. Das erreichen wir bei höheren Werten. Außerdem können wir hier einstellen, ob Unterbrechungen erlaubt sind. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann der Anrufer den Assistenten jederzeit unterbrechen, genau wie in einem echten Gespräch. Weiter unten folgen die Dauereinstellungen. Wiederbindungsintervall, hier legen wir fest, wie lange der Assistent wartet, bis er den Anrufer erneut anspricht, wenn keine Antwort kommt. Maximale Anrufdauer bestimmt, wann ein Gespräch automatisch beendet wird. Maximale Stilledauer. Hier definieren wir, wie lange absolute Stille akzeptiert wird, bevor der Assistent auflegt. Klingeldauer. Diese Angabe steuert, wie lange der Anruf klingelt, bevor er als nicht angenommen markiert wird. Besonders nützlich, wenn wir Voicemail-Boxen vermeiden wollen. Zusätzlich finden wir hier noch ein paar Kontrollschalter. Rauschunterdrückung filtert Hintergrundgeräusche, damit die Spracherkennung klarer ist. Anruf bei Mailbox beenden erkennt, ob ein Anruf auf eine Mailbox läuft und beendet ihn automatisch. Anruf aufzeichnen, damit können Gespräche aufgezeichnet werden, aber Vorsicht, hier müssen immer die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Im Bereich Synthesizer-Einstellungen passen wir die Stimme noch feiner an. Stimmstabilität, ob die Stimme gleichbleibend oder variabler klingt. Stimmähnlichkeit, vor allem wichtig für Klonstimmen
um die Nähe zum Original festzulegen. Sprechgeschwindigkeit, ob der Assistent etwas langsamer oder schneller spricht. Damit haben wir alle Optionen im Bereich Allgemein erklärt. Jetzt schauen wir uns den Abschnitt Prompt und Werkzeuge an. Dort legen wir fest, wie der Assistent mit den Kunden spricht und welche Funktionen er im Gespräch nutzen kann. Als erstes sehen wir den Bereich Wissensdatenbank. Hier können wir dem Assistenten zusätzliche Informationen bereitstellen, auf die er während eines Gesprächs zugreifen darf. Das können zum Beispiel Inhalte von einer Website, Produktinformationen oder interne Dokumente sein. Wir wählen dazu eine Wissensdatenbank aus. Es gibt 2 Varianten, wie die KI diese Daten nutzt. Funktionsaufruf. Der Assistent greift nur dann auf die Daten zu, wenn es nötig ist. Das ist meist schneller. Prompt-Injektion. Hier wird nach jeder Kundenaussage automatisch eine Suche ausgeführt. Das sorgt für sehr genaue Antworten, ist aber etwas langsamer. Darunter finden wir den Abschnitt eigene Werkzeuge während des Anrufs. Hier können wir eigene Tools erstellen und dem Assistenten zur Verfügung stellen. Das bedeutet, wir können die KI so konfigurieren, dass sie während des Gesprächs externe Prozesse anstößt. Zum Beispiel eine CRM-Abfrage, eine Datenbankaktion oder ein individueller API-Call. Dazu wählen wir ein vorhandenes Werkzeug aus oder klicken auf Werkzeug erstellen, um ein neues hinzuzufügen. Ein besonders wichtiger Bereich sind die Standardwerkzeuge. Das sind vordefinierte Tools, die der Assistent direkt während des Gesprächs einsetzen kann. Dazu gehören zum Beispiel Anrufweiterleitungen an mehrere Teilnehmer. Damit kann der Assistent den Anruf an einen echten Mitarbeiter weiterleiten. Anruf beenden, beendet das Gespräch nach einer bestimmten Regel. DTMF-Eingabe. Hier kann die KI Ziffern über die Telefontastatur eingeben, zum Beispiel für Hotlines mit Sprachmenüs. Terminvereinbarung, damit lassen sich in Echtzeit Termine buchen. Unter Anruf beenden können wir zusätzlich definieren, wann genau der Anruf beendet werden soll. Wir können auch einstellen, ob eine Abschiedsnachricht gesendet wird und wie diese formuliert ist. Ein weiterer Bereich sind die Anrufvariablen. Hier legen wir Variablen an, die der Assistent während des Gesprächs nutzen darf, zum Beispiel Anrede, Anbieter oder Kundenname. Diese Variablen können in den Prompts eingesetzt werden, um die Kommunikation persönlicher zu gestalten. Falls keine Variable übergeben wird, können wir Standardwerte hinterlegen. Darunter finden wir die Einstellung Wer spricht zuerst. Hier wählen wir, ob der KI-Assistent das Gespräch beginnen soll oder ob er erst reagiert, wenn der Kunde spricht. In den meisten Fällen ist es sinnvoll, dass der Assistent die Begrüßung übernimmt. Im Feld Begrüßungsnachricht tragen wir den Text ein, mit dem der Assistent das Gespräch eröffnet. Wichtig, diese Begrüßung wird exakt so vorgelesen, wie sie hier eingetragen ist. Jetzt kommen wir zum Herzstück, dem System Prompt. Hier beschreiben wir genau, wie sich der Assistent verhalten soll. Der Prompt besteht in der Regel aus 3 Teilen. Identity. Hier definieren wir, wer der Assistent ist, zum Beispiel du bist Lisa, die digitale Telefonassistentin der Firma XY. Instructions, in diesem Abschnitt geben wir konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel welche Fragen gestellt werden sollen, ob Notizen gemacht werden oder wie bestimmte Fälle behandelt werden. Examples, hier können wir Beispieldialoge hinzufügen, die dem Assistenten zeigen, wie er in der Praxis antworten soll. Je klarer wir diesen Prompt formulieren, desto zuverlässiger arbeitet der Assistent. Um den Einstieg zu erleichtern, gibt es die Möglichkeit, auf Vorlagen durchsuchen zu klicken. Dann öffnet sich eine Galerie mit fertigen Templates für verschiedene Anwendungsbereiche, zum Beispiel Kundenservice in der Logistik, Hotline für Support, Hotel- und Gästeservice, Finanz- und Vertragsmanagement oder Studentensupport. Wir können eine dieser Vorlagen direkt übernehmen oder sie als Basis nutzen und individuell anpassen. Natürlich können wir auch jederzeit eigene Templates erstellen, die perfekt zu unserem Unternehmen passen. Und im letzten Teil dieses Tutorials schauen wir uns die Einstellungen unter Aktionen nach dem Anruf an. Hier definieren wir, welche Informationen nach einem Gespräch gespeichert, extrahiert oder an externe Systeme weitergegeben werden. Hier sehen wir den Abschnitt Variablen nach dem Anruf.
Dort legen wir fest, welche Informationen die KI aus dem Gespräch herausziehen und weitergeben soll. Jede Variable hat 3 Eigenschaften: Name, der technische Bezeichner, unter dem die Variable gespeichert wird, zum Beispiel Status, Summary oder Termin. Typ, hier bestimmen wir das Datenformat. Häufig nutzen wir Text oder war falsch. Beschreibung, in diesem Feld erklären wir, was die Variable bedeutet. Zum Beispiel wurde der Termin gebucht oder kurze Gesprächszusammenfassung. Einige typische Variablen sind zum Beispiel Status, ob das Ziel des Gesprächs erreicht wurde, Summary, eine kurze Zusammenfassung des Anrufs, Termin, ob ein Termin gebucht wurde, Termindatum, das konkrete Datum und die Uhrzeit, Anbieter, welchen Anbieter der Kunde aktuell nutzt, Visit, ob der Kunde den Shop besucht, Grund, warum kein Termin zustande kam. Mit solchen Variablen lassen sich Ergebnisse strukturiert erfassen und im Nachgang weiterverwenden. Im nächsten Schritt konfigurieren wir den Webhook. Ein Webhook leitet die gesammelten Daten an eine externe Anwendung weiter, zum Beispiel ein CRM, ein Supportsystem oder ein Dashboard. Dafür tragen wir die Webhook-URL ein und legen fest, wie die Übertragung erfolgen soll. Wir haben hier verschiedene Optionen: Webhook-Status, aktiv oder inaktiv. Nur wenn aktiv werden Daten gesendet, nur bei abgeschlossenem Anruf senden. Damit werden Daten nur dann übertragen, wenn das Gespräch vollständig beendet ist. Aufnahme im Webhook enthalten. Wenn aktiviert, wird die Gesprächsaufnahme mitgeschickt. Das kann für Qualitätssicherung sinnvoll sein. Um die Einrichtung zu prüfen, können wir auf Testanfrage senden klicken. So stellen wir sicher, dass die Daten korrekt an das Zielsystem übermittelt werden. Ganz wichtig, nachdem wir alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken wir oben rechts auf Speichern. Nur so werden die Änderungen dauerhaft übernommen. Nachdem wir alle Einstellungen gespeichert haben, können wir unseren Assistenten sofort testen. Dafür klicken wir oben rechts auf Mit Assistent sprechen. Hier haben wir 3 Möglichkeiten: Webanruf. Wir starten direkt einen Testanruf über den Browser. Telefonanruf. Wir lassen uns auf eine echte Telefonnummer anrufen und testen so das Gespräch live am Telefon. Öffentlicher Demo-Link. Wir generieren einen Link, den wir mit anderen teilen können. Über diesen Link können externe Personen den Assistenten ebenfalls ausprobieren. Damit ist es sehr einfach, den Assistenten direkt nach der Konfiguration zu überprüfen und gegebenenfalls noch zu optimieren. Mit diesen Schritten können wir einen Assistenten komplett einrichten, personalisieren und direkt im Unternehmen einsetzen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg bei der Umsetzung mit Famulor.